Wo sind meiner Meinung nach noch Unterschiede zu vielleicht PC außer Awakens, dass die Economy nicht komplett zerstört ist mit Jupiter, aber dafür mit Botzeit. Und Super OP-Equip bei Universe wahrscheinlich auch hingeht bald. Naja, also Bots haben wir in Flife Universe auf jeden Fall weniger. Die einzigen wirklich aktiven Bots sind die Catcher-Bots. Ansonsten nur vereinzelte. Momentan. Und naja, also ich persönlich hatte nie ein Problem mit Flife PC. Wenn es nach mir ginge, würde ich immer noch Flife PC spielen. Nur hat Gala halt gesagt, dass sie halt ein neues Spiel lieber machen, als Flife PC weiter zu programmieren. Wenn es nach mir ginge, würde Flife Universe gar nicht existieren, um ehrlich zu sein. Ich hätte viel lieber Flife PC weitergespielt, mit halt extremen Updates und so. Also komplett neu codiert und so weiter, aber halt mit den gleichen Servern. Wenn es nach mir ginge, hätten wir Flife PC nie verlassen. Also ich habe kein Problem damit, dass dieses Spiel bald wie Flife PC ist. Also ich würde sagen, das ist schon ein bisschen weit hergeholt, weil die Spiele unterscheiden sich schon deutlich noch. Vor allem im Umfang. Flife PC hat ungefähr 3-mal so viel Content wie Flife Universe. Aber grundsätzlich von der Idee, dass wir da hingehen, das ist mir relativ egal, um ehrlich zu sein. Weil es sowieso nur eine Frage der Zeit ist, bis es wieder passiert. Und wie gesagt, was ist die Alternative? Wenn niemals ein Update kommt, dann wird das Spiel so oder so offline gehen. Du kannst nicht ewig auf diesen Oldschool-Stand bleiben, weil das kein Mensch auf Dauer spielen will. Mag sein, dass für viele Flife Universe am Anfang so ein heftiger Nostalgietrip war, aber ich erinnere mich an die ersten paar Monate von Flife Universe so. Es hat einen Monat Spaß gemacht. Und dann war jeder Darkon 3 Wüste Level 110 bis 120. Es gab viel zu wenige Monster. Es haben schon die ersten Leute angefangen zu quitten, weil es legit keinen Content gab, weil es nichts zu tun gab. Weil man einfach den Oldschool-Content durch hatte, weil es so unfassbar wenig war. Und dann kam Astria zum Glück. Aber selbst das hat nur ein paar Monate gehalten und dann war der Hype vorbei. Das hat legit kein halbes Jahr gedauert, dann war der komplette Hype von dem Game schon wieder vorbei. Und wenn sie da keine Updates rausgehauen hätten, die uns hierhin geführt haben, wo wir jetzt sind, dann wäre das Spiel schon längst wieder offline. Und zwar mit absoluter Sicherheit. Das hätte so auf Dauer niemals funktionieren können. Auf dem Stand, den wir da hatten. Deswegen muss ich sagen, verstehe ich nicht so wirklich das Problem. Also ich verstehe, was du sagen willst, aber was wäre die Alternative? Es gibt keine Alternative. Stillstand ist Rückschritt oder so, sagt man doch. Du musst weiterentwickeln, du musst neuen Content bringen, du musst Levelerweiterung bringen, du musst weitermachen. Sonst spielt irgendwann keiner mehr. Ich weiß nicht, wie du so von der Einstellung her bist, aber du musst ja vor allem bedenken, die Leute, für die dieses Spiel effektiv entwickelt wird, also no front, aber die Leute, für die dieses Spiel entwickelt wird, das sind ja die, die jeden Tag spielen, die extrem viel Geld ausgeben und so. Und die spielen halt irgendwann nicht mehr. Wenn du jeden Tag 5 Stunden spielst und es kommen einfach keine Updates, es entwickelt sich nichts weiter, du machst jahrelang jeden Tag genau das Gleiche. Da verlierst du jedes Jahr einen Teil deiner Spielerschaft. Und die Motivation, in Anführungszeichen, Geld für dieses Spiel auszugeben, wenn du eh schon alles erreicht hast, die sinkt auch immer weiter. Also das ist einfach kein Konzept, was man so aufrechterhalten kann. Ja, aber du vergleichst gerade erstens mal WoW mit Flife. Schon mal gefährlich. Und zweitens, kann das sein, dass diese Server lebendig sind? Weiß ich nicht. Es ist aber trotzdem vergleichen mit Äpfel und Birnen, weil es sind private Server, die sowieso gar nicht existieren dürften. Das ist ja eigentlich bei so ziemlich jedem Spiel verboten.
Also ist das sowieso schon mal krimineller Hintergrund. Und ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Auch so schnell abgefrühstückt, der Start-Content kann man nicht mal mehr mit damals vergleichen, man weiß viel mehr und das Min-Maxing ist so präsent heutzutage, würden die den Content nicht erweitern. Ja, das kommt auch dazu. Der Anfang von Fly Universe, das war so schnell langweilig, weil man ja eh schon alles kannte. Und es gab ja auch nichts am Anfang. Keine Sockel, es gab aber nicht mal Sockel. Konntest du eine Waffe am Anfang ja nur plus 10 machen und Element draufpacken. Gut, dann ist es halt kein privater Server, du vergleichst trotzdem gerade WoW mit Flyve. Das ist trotzdem Äpfel mit Birnen vergleichen, dann ist es halt kein privater Server. Du kannst nicht World of Warcraft mit Flyve vergleichen. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Wenn etwas beim beliebtesten MMORPG aller Zeiten funktioniert, heißt das nicht automatisch, dass es bei jedem MMORPG funktioniert. Vor allem nicht bei Free-to-Play-MMORPGs, die darauf angewiesen sind, dass die Leute sehr, sehr viel Geld ausgeben. Aber grundsätzlich Free-to-Play spielen können. Wofür würdest du beim Spiel, das sich niemals weiterentwickelt, viel Geld ausgeben? Skins? Maybe. Aber das reicht auf Dauer wahrscheinlich nicht. Und wie gesagt, das war einfach stinklangweilig, wir haben es ja erlebt. Und ich bin nicht der Einzige, der es so gesehen hat. Gibt ja einen Grund, warum so viele Spieler aufgehört haben. Am Anfang haben Tausende gespielt. Also, es spielen immer noch Tausende. Aber am Anfang war es komplett überrannt. Und das ist es jetzt nicht mehr. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir uns dann Flyve PC annähern. Junge, Alter, der übertreibt ja schon wieder komplett, dieser scheiß Kriton, ey. Sondern hauptsächlich daran, dass die Leute sehr schnell schon wieder das Interesse verloren haben und Gala gezwungen war, Updates zu pushen. Vielleicht hätten sie es gar nicht machen müssen, wenn nicht so viele Leute gequittet hätten. Aber die Leute sind so schnell wieder abgesprungen, die mussten liefern. Und die Gründe, warum die Leute abgesprungen sind, waren nicht, weil, keine Ahnung, sondern hauptsächlich, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten, weil es zu fad, zu langweilig, zu grindy war. Also genau die Gründe, warum die Leute immer mit Flyve aufhören. Das hatte eigentlich wenig damit zu tun, dass sie Updates gemacht haben. Die Updates waren eher eben das Mittel, um die Leute irgendwie am Spielen zu halten. Um die Leute irgendwie hier zu behalten. Und es hat nicht funktioniert. Oder nicht so gut, wie sie es sich vielleicht erhofft hätten. Aber wenn sie keine Updates gemacht hätten, dann wären noch viel weniger Leute noch hier. Wenn sie keine Updates gepusht hätten, oder halt nur Quality of Life Updates und keine Content Updates, oder keine in Anführungszeichen Updates, die uns an Flyve PC rannähern, dann würden jetzt nicht mal mehr halb so viele Leute spielen wahrscheinlich, die jetzt noch spielen.